Teil 1 der Cottingley-Geschichte endete mit der Veröffentlichung der Feenfotos im Strand-Magazin in 1920. Aufgrund von Doyles hohem Status und dem Wohlwollen für seine Arbeit reagierten die meisten Zeitgenossen mit höflicher Belustigung oder Verlegenheit an seine Stelle, weil er sich hatte täuschen lassen. Für Doyle war das jedoch nicht von Bedeutung. Dank seinem Engagement akzeptierte ein ganz neuer Teil der Bevölkerung Fantasien als Realität, ohne sie in Frage zu stellen. So spiesen die Feen von Cottingley jahrzehntelang eine Zwillingsindustrie aus New Age-Glaube und Verschwörungsmedien. Doyle war nicht aufzuhalten. Er veröffentlichte 1922 ein ganzes Buch über die Mädchen und Fotos mit dem Titel The Coming of the Fairies, das Erscheinen der Feen. Eigene Zweifel räumte er beiseite mit der Begründung, dass es nicht möglich sei, dass zwei Mädchen vom Lande ohne fotografische Erfahrung und ohne Sinn für Betrug die Kameras hätten manipulieren können. Zudem hätten sie es niemals geschafft, die Feenbilder zu gestalten und herumzutragen, ohne dass ihre Eltern etwas bemerkt hätten. Und vor allem, Doyle hätte sich als gebildeter Mann niemals von zwei Mädchen täuschen lassen. Im Graben zwischen denen, die an die Cottingley-Feen und andere übernatürliche Vorstellungen glaubten, und denen, die es absurd fanden, die Cottingley und andere Feen für echt zu halten, landeten Freundschaften, Respekt und öfter auch die Hoffnung. Bevor ich die Geschichte von Elsie und Frances weitererzähle, möchte ich aufzeigen, was sich damals auf den verschiedenen Seiten dieses Grabens abspielte und wie hoch die Emotionen auf beiden Seiten waren. Dazu werde ich auf die Geschichte von zwei Männern eingehen, die verstrickt waren mit Doyle oder den Cottingley-Feen und die auf verschiedenen Seiten dieses Grabens standen und dort hohe Wellen schlugen. Der erste Mann ist Harry Houdini, ein damals weltbekannter Entfesselungs- und Zauberkünstler. Die beiden berühmten Persönlichkeiten lernten sich 1920 kennen, als Houdini durch Europa tourte, im selben Jahr, in dem die Feenfotos an die große Öffentlichkeit gelangten. Doyles Glaube an ein Leben nach dem Tod entstand, nachdem sein Sohn im Ersten Weltkrieg gestorben war. Houdini beschäftigte sich mit Leben nach dem Tod, nachdem seine geliebte Mutter in 1913 dahingeschieden war. Das verband die beiden Suchenden, die aber zu dramatisch unterschiedlichen Schlussfolgerungen über das Leben nach dem Tod kamen. Doyle vertrat viele Aspekte von Spiritualismus, veröffentlichte zahlreiche Publikationen dazu und spendete Millionen für diesen Zweck. Houdini begann eine ebenso öffentlichkeitswirksame Kampagne, die in eine ganz andere Richtung zielte, nämlich der Entlarvung von Anbietern von Seancen, Ektoplasma, Hoodoo und all dem, was durch grausame Ausbeutung von hochverletzlichen und leichtgläubigen Menschen zu materiellem Profit führt. Doyle unterstützte Houdinis Enthüllungen zu Beginn, weil er dachte, dass sein Freund die Schwindler aus dem Geschäft drängen würde, was ihn ja nicht betraf. Die Freundschaft hätte vielleicht überlebt, wenn Houdini nicht ein Alles-oder-nichts-Mann gewesen wäre. So erklärte er seinem Publikum jeweils die Grundlagen der Doppelbelichtung und setzte noch eins drauf mit einem Selfie, das ihn mit dem Geist des US-Präsidenten Abraham Lincolns aufzeigte. Er wollte damit demonstrieren, wie leicht es ist, Fotos zu manipulieren. Houdini und Doyle bemühten sich, ihre Differenzen zu überwinden, aber die Kluft zwischen ihnen wurde unüberwindbar, als Houdini die Fähigkeiten von Conan Doyles Frau Jean bestritt. Jean, die 15 Jahre jünger war als Doyle, entdeckte ihre übernatürlichen Fähigkeiten erst einige Jahre nach ihrer Heirat mit Doyle, und zwar im gleichen Jahr, in dem Houdini das Ehepaar kennenlernte. Schon nach kurzer Zeit beherrschte Jean das automatische Schreiben, was herbeigeführt wird, wenn man einen Stift von einem Geist lenken lässt, was sicher praktisch war für Doyle als Autor. Jean war aber angeblich auch in der Lage, mit Toten Kontakt aufzunehmen. Obwohl Houdini in 1920 bereits großer Skeptiker war, machte er eine Seance mit, um seiner verstorbenen Mutter nahe zu sein. Das war kein Widerspruch, weil Houdinis Wunsch, eine geliebte, verstorbene Person wiederzusehen, solch starke Gefühle auslöste,
dass sie seine rationale Seite bei diesem Thema verdrängte. Houdini, 1874 als Erik Weiss in Budapest geboren, wuchs zu einem Magier, Entfesselungskünstler, Stuntman, Flieger, Schauspieler, Filmproduzenten und Superstar heran. Als viertes von 7 Kindern hatte Houdini immer die tiefste Bindung zu seiner Mutter Cecilia. Er bezeichnete sie als seinen Engel auf Erden und als den Leitstern in seinem Leben. Und dann starb sie. Man schrieb das Jahr 1913. Houdini war 30 Jahre alt und gab gerade eine Pressekonferenz in Kopenhagen, als er ein Telegramm erhielt. Cecilia hatte einen Schlaganfall erlitten. Houdini brach alle anstehenden Auftritte ab, um so schnell wie möglich nach Amerika zurückzukehren. Aber nach der 2-wöchigen Reise mit dem Schiff in die USA war seine Mutter bereits gestorben und kein Zaubertrick der Welt konnte sie zurückbringen. Der Magier war danach nie mehr derselbe. Mit gebrochenem Herzen verwandelte er seinen Schmerz in geballte Energie. Er verfolgte eine Idee, bis sie zum Regierungsbeschluss wurde und Houdini zum Gründer eines neuen Feiertags, dem Muttertag, der dank ihm 1914 formell eingeführt wurde. Gleichzeitig wurden seine Kunststücke immer wilder, verrückter und gefährlicher. Mal hing er kopfüber von Wolkenkratzern oder von einem Kran in eine Zwangsjacke, mal ertränkte er sich fast in seiner chinesischen Wasserfolterbox oder begrub sich lebendig. 7 Jahre nach Cecilias Tod lernte Houdini Doyle und seine Frau Jean kennen und es kam zu dieser Seance, bei der alle 3 anwesend waren. Die Seance fand am 17. Juni statt, dem Geburtstag von Cecilia. Die Vorhänge wurden zugezogen und Jean beschwor den Geist von Cecilia. Mit klopfendem Herzen wartete Houdini in der Hoffnung, noch einmal die Gegenwart seiner geliebten Mutter zu spüren. Jean wurde bald darauf von einem Geist ergriffen. Ihre Hände zitterten unkontrolliert. Sie hämmerte auf den Tisch und flehte die Geister an, eine Botschaft zu übermitteln. Die Mächte hätten sich noch nie so stark gezeigt. »Glaubst du an Gott?« fragte Jean mit zitternder Stimme. Ihre Hand schlug 3-mal auf den Tisch. »Ja«, Jean markierte das Papier mit einem Kreuz. Dann zuckte ihre rechte Hand und sie begann zu schreiben. Wenn eine Seite vollgeschrieben war, riss Doyle sie aus dem Block und reichte sie Houdini, der gespannt folgende Worte las. »Oh, mein Liebling, Gott sei Dank, endlich bin ich fertig. Ich habe so oft versucht, jetzt bin ich glücklich. Natürlich will ich mit meinem Jungen sprechen, meinem eigenen geliebten Jungen. Ich danke euch von ganzem Herzen für diese Gelegenheit. Ihr habt den Schrei meines und seines Herzens erhöret. Gott segne ihn tausendfach. Nie hatte eine Mutter einen solchen Sohn. Sag ihm, ich bereite ihm ein so süßes Heim vor, in das er eines Tages kommen wird. Sag ihm, ich liebe ihn mehr denn je. Sag ihm, seine Güte erfüllt meine Seele mit Freude und Dankbarkeit. Und so ging das einige Seiten weiter. Harry war anfänglich enorm gerührt, aber als sich die ersten Gefühlswellen gelegt hatten, witterte er, vielleicht vom Geist Sherlock Holmes inspiriert, einen Schwindel. Seinen Verdacht begründete er im Magazin Our American Adventure. Seine Mutter Cecilia war als fast 40-jährige Frau mit ihrem Mann, dem jüdischen Seifenmacher Meyer Samuel Weiss, von Ungarn nach Amerika eingewandert. Auch sie war Jüdin und sprach in erster Linie Deutsch mit Jiddisch durchzogen, aber auch Ungarisch und andere Sprachen habe sie gesprochen. Nur Englisch lernte sie nie. Und da sie weder Englisch sprechen noch schreiben konnte, war es unwahrscheinlich, dass sie Jeans Hand in Englisch würde schreiben lassen, außer sie hatte nach ihrem Tod Englisch gelernt. Als ungarische Jüdin hätte sie auch nicht eingewilligt, dass Jean ein Kreuz aufs Blatt malte. Hinzu kam, dass die Botschaft nicht vielsagend war, sie hätte an irgendeinen Sohn gerichtet sein können. Und zu guter Letzt die Frage, warum der Geist nicht erwähnte, dass es ihr Geburtstag war an genau diesem Tag. Nach diesem Artikel wurde die Beziehung zwischen dem Schriftsteller und dem Entfesselungskünstler immer angespannter. Die beiden Männer hörten auf, miteinander zu sprechen, und es entstand eine Feindschaft zwischen ihnen. Houdini stürzte sich entschlossen in einen Kreuzzug, um den Praktiken von Medien, Hellsehern und Spiritualisten ein Ende zu setzen. Er nannte sie Aasgeier und Blutsauger,
die sich an Hinterbliebenen vergreifen. In den nächsten Jahren veranstaltete Houdini diverse Kampagnen auf Tourneen, in Shows und bei persönlichen Auftritten. Als Werbung für seine Filme projizierte er Dias-Fotos, Diagramme und Erklärungen, in denen er darlegte, wie Spiritualisten Tricks anwenden, die sie als übernatürliche Gaben tarnen. Er nahm an Seancen teil als verdeckter Ermittler und sobald er jeweils genügend Beweise für einen Betrug hatte, sprang er auf und warf dramatisch seine Verkleidung ab. Sein umfangreiches Wissen über die Tricks von Spiritualisten veranlasste Houdini in 1926 als Hauptzeuge bei den Anhörungen des Kongresses zu einem Gesetzesentwurf, der die Wahrsagerei in Washington regulieren sollte, aufzutreten. Houdinis Publikum war das härteste, das er je vor sich hatte, denn der Saal war voll mit lokalen Wahrsagen, Astrologen, Medien und Spiritualisten. Houdini, ein vollendeter Künstler, sagte mit Geschick und dramatischem Gespür aus. Er demonstrierte, wie gewisse Tricks funktionieren und überbrachte eine Botschaft von Benjamin Franklin aus dem Jenseits. Er präsentierte eine Liste derjenigen, die ihr Vermögen an Medien verloren hatten. An einer Stelle warf Houdini ein zerknülltes Stück Papier auf den Tisch des Ausschusses, wandte sich an das Publikum und forderte: Lest das, ihr hellsichtigen Medien, und sagt mir, was in diesem Telegramm steht. Niemand antwortete. Der Prozess glich einer Ziegenshow. An einer Stelle wurde Houdini gar ins Gesicht geschlagen und am 4. Tag des Spektakels brach der Gesetzesentwurf vollständig zusammen. Man bedenke, dass Houdini auch in Washington auftrat, weil er genau wusste, dass einige Medien regelmäßig im Weißen Haus zu Gaste waren und das schon seit Jahren. Das Gesetz gegen Schindluderei wurde also nicht verabschiedet und Houdini kämpfte weiter, bis er am 31. Oktober, Halloween desselben Jahres, an den Komplikationen eines Blinddarmdurchbruchs starb, nachdem er einen kräftigen jungen Studenten gebeten hatte, ihm einen Schlag in den Bauch zu versetzen, so fest er nur konnte. Er war 52 Jahre alt. Sir Arthur Conan Doyle überlebte ihn um 4 Jahre. Er starb 1930 in seinem Haus in East Sussex im Alter von 71 Jahren, im Glauben an den Cottingley-Mythos, den er so sehr vorangetrieben hatte. Es gibt Hinweise darauf, dass die Männer ihre Feindschaft nicht mit ins Grab oder darüber hinaus nahmen. Houdinis Witwe schickte Doyle die Sammlung von Büchern ihres Mannes über Spiritismus. Bevor ich vom Schicksal des zweiten Mannes erzähle, dessen Leben auf der anderen Seite des Feengrabens zu einem Kreuzzug für die Cottingley-Feen wurde, kehren wir zur Geschichte von Elsie und Frances zurück. Als Elsie 1920 in der Weihnachtskartenfabrik aufgespürt wurde von einem Reporter, erzählte sie unter anderem, dass sie die Feen zum ersten Mal in 1915 gesehen habe, 2 Jahre vor den ersten Fotos. Nein, sie habe ihrer Mutter nichts erzählt und nein, niemand außer ihr und Frances hätten die Feen gesehen. Die Feen kämen nur zum Vorschein, wenn Elsie und Frances alleine auftauchten. Der Reporter forschte weiter, aber seine Fragen wurden nur mit einem bedeutungsvollen Lächeln beantwortet und mit Bemerkungen wie »Das verstehst du nicht«. Mit der Veröffentlichung des Strand-Artikels in 1920 und Doyles Feenbuch in 1922 strömten Reporter und Touristen nach Cottingley, um sich nach den Mädchen zu erkundigen und einen Blick auf den Bach zu werfen, um den herum die Feen angeblich streiften. Doch all diese Berühmtheit brachte die Mädchen in Verlegenheit und sie zogen sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück, so dass die Begeisterung über die Feen von Cottingley mit der Zeit abflaut. Elsie und Frances heirateten schließlich, zogen aus der Gegend weg und lebten beide für unterschiedliche Zeiträume in Übersee. 1966, fast 50 Jahre nach dem ersten Foto, spürte ein Reporter der Zeitung Daily Express die 65-jährige Elsie auf, die inzwischen wieder in England lebte. Im Interview gab sie zu, dass die Feen vielleicht Hirngespinste gewesen seien, dass es ihr aber gelungen sei, diese Gedanken zu fotografieren.
In der Folgezeit interessierten sich die Medien erneut für die Fotos von Frances und Elsie. Das BBC-Fernsehprogramm Nationwide untersuchte den Fall 1971, doch Elsie blieb bei ihrer Geschichte. Ich habe Ihnen gesagt, dass es sich bei den Fotos um Abbildungen unserer Hirngespinste handelt, und dabei bleibe ich auch. Im Laufe der Jahrzehnte entdeckten Journalisten immer wieder eine neue Faszination für die Geschichte, spürten eine der Frauen auf und stießen den Zyklus von neuem an. So wurden Elsie und Frances in 1976 von dem Journalisten Austin Mitchell für eine Sendung des Yorkshire Television interviewt. Auf Nachfrage stimmten beide Frauen zu, dass ein vernünftiger Mensch keine Feen sieht, aber sie bestritten, die Fotos gefälscht zu haben. 1978 untersuchte der Magier und Wissenschaftsskeptiker James Randi die Fotos mit Hilfe eines Computerverbesserungsprozesses. Er kam zum Schluss, dass es sich bei den Fotos um Fälschungen handle und dass die Feen durch Schnüre gestützt wurden. Geoffrey Crawley, Herausgeber des British Journal of Photography, führte eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung der Fotos und der Ereignisse um sie herum durch, die 1982 veröffentlicht wurde und die erste große Nachkriegsanalyse der Affäre darstellte. Auch er kam zum Schluss, dass es sich bei den Bildern um Fälschungen handelte. Es war erst 1983, also 66 Jahre nach den ersten Aufnahmen, als beide Frauen, inzwischen 88 und 81-jährig, in einem Interview zugaben, dass die Fotos gefälscht waren. Das war eine Sensation. Die Feen von Cottingley waren Fälschungen. Das heißt alle, außer das 5. Bild, das war echt. Aber abgesehen vom 5. Foto waren es einfach nur wunderschön gezeichnete Bilder, die die Mädchen ausschnitten, in Szene setzten und fotografierten. Es stellte sich heraus, dass die Feen aus Princess Mary's Gift Book stammten, einer kunstvoll illustrierten Sammlung von Gedichten und Erzählungen, die 1914 zu Wohltätigkeitszwecken vertrieben wurde. Elsie war eine begabte Künstlerin und zeichnete in ihrer Jugend oft Feen. Am liebsten kopierte sie die aus dem Princess Mary Book. Elsie behauptete, es sei für sie so klar gewesen, dass es sich nur um einen Scherz handelte, und sie rechnete nie damit, dass die Geschichte aufgegriffen und ernst genommen werden könnte, bis sie durch Doyle mit dem Rücken zur Wand standen. Frances beharrte darauf, dass die Bilder zwar gefälscht seien, es aber trotzdem echte Feen in Cottingley gebe und dass sie das 5. und letzte Bild, auf dem auch tatsächlich echte Feen zu sehen seien, selbst aufgenommen habe. Elsie widersprach ihr. Sie habe das Bild aufgenommen, nicht Frances, und diese Feen seien ebenso ausgeschnitten worden wie die anderen. Nur die Technik hätten sie verfeinert. Sie hätten ja auch viel Zeit zum Üben gehabt. Die beiden einigten sich nie auf die Wahrheit, bevor sie starben, und distanzierten sich Jahre davor, vermutlich wegen den Cottingley-Feen, eine der aufsehenerregendsten Fälschungen des 20. Jahrhunderts. In Neuseeland erreichte die Nachricht von den Fälschungen schließlich Edward Gardner. Kurz darauf verstarb er im Alter von 96 Jahren. Heute gelten die Cottingley-Feen als bezaubernde Folklore, doch wie bei allen Märchen verbirgt sich dahinter eine dunkle Seite, die ich aufzeigen möchte mit der Geschichte von Professor Joe Cooper. Joe Cooper war Dozent für Soziologie an der Universität Bradford. Er war aber auch Astrologe und Hellseher, schrieb Bücher über das Paranormale und führte eine der ersten Studien über eine wissenschaftliche Grundlage für Astrologie durch. Er war auch begabter Musiker und Komponist. Jahre später erzählte Joes Tochter: Es war Papa, der die Cottingley-Feen, die über 50 Jahre lang geschlummert hatten, wieder ins Blickfeld rückte. Er war der Erste, mit dem Elsie und Frances darüber sprachen seit den frühen 20er Jahren. Er nahm oft Filmteams mit nach Cottingley und führte Schaulustige durch den Bach. Joe verbrachte daraufhin Jahre damit, die zwei Damen zu besuchen. Er war wie besessen von den Cottingley-Feen. Die Cousinen Elsie und Frances waren inzwischen über 70 Jahre alt und sprachen nicht mehr miteinander. Elsie lebte in Nottingham und Frances in Ramsgate, also musste er sie getrennt treffen. Er fuhr ständig die Autobahn
350 Kilometer rauf und 350 Kilometer runter, um sie zu sehen. Seine Tochter, Jane Cooper, meinte in einem Interview: Ich habe als Kind nicht an Feen geglaubt, aber ich wollte seine Gefühle nicht verletzen. Meine Mutter war die Praktikerin. Während mein Vater über Feen forschte, bereitete sie meinen Bruder und mich für die Schule vor. Joe berichtete 1981 in der Zeitschrift The Unexplained von seinen Entdeckungen in dieser Zeit. Die 3 Artikel können heute noch in der Bibliothek von Leeds bestellt werden. Joes ehemalige Ehefrau Shirley, beim Interview selbst 80 Jahre alt, sagte: Es war furchtbar unfair, dass Elsie und Frances ihn an der Leine hielten und 7 Jahre lang mit ihm spielten. Sie ließen ihn auf der Autobahn auf und abfahren und änderten Kapitel seiner Bücher, die sie ständig kritisierten. Einmal rief er von Leeds Castle aus an, wo er mit Frances einen Tagesausflug machte. Sie hatten so viele Gelegenheit, mit der Täuschung aufzuhören und die Wahrheit zu gestehen. Nachdem Joe die beiden Feenfotografinnen kennengelernt hatte, war er ein anderer Mensch, auch gemäß Shirley. Er widmete viele Jahre seines Lebens der Forschung über die Cottingley-Feen und dem Hin- und Herfahren. Ich glaube, es ging um eine Art Machtgefühl bei den beiden Frauen. Ich habe Elsie einmal getroffen und sie konnte mir nicht in die Augen sehen. Sie hat die ganze Zeit mit einem Wellensittich oder einem Tischtennisball gespielt. Doch das Märchen endete für Joe im September 1981 in der Kathedrale von Canterbury, als Frances gestand, dass die Cottingley-Feen Fälschungen waren. Sie erzählte von den Hutnadeln, mit denen die Figuren befestigt waren, und meinte, sie sei überrascht, dass je jemand die Geschichte ernst genommen habe. Ohne Wissen seiner Familie veröffentlichte Joe einen Artikel im Unexplained Magazine, in dem er vom Betrug berichtete, der sein Leben so viele Jahre lang bestimmt hatte. Im Juli 1982, 9 Monate nach der bitteren Enthüllung, verließ Joe seine Frau Shirley, mit der er 23 Jahre lang verheiratet war, um die gemeinsamen Kinder Jane und David, und verschwand. Shirley fasst es zusammen mit den Worten: 65 Jahre nachdem diese Fotos gemacht wurden, beendeten sie meine Ehe. Als Shirley nach Joes Verschwinden Frances anrief, um nachzufragen, ob sie etwas über sein Verbleiben wisse, war sie fassungslos über die Antwort. Frances sagte ihr am Telefon: Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit Elsie und ich ihm gestanden haben, dass wir die Feen gefälscht haben. Als Joe wieder auftauchte, war die Ehe vorbei. Shirley ergänzte später: Er lebte 9 Monate lang mit mir zusammen und verbarg dieses schreckliche Wissen. Was muss dieser Mann vom September 1981 an 9 Monate lang durchgemacht haben? Joe war ein sehr vertrauensvoller, ehrlicher Mann und wurde zum Narren gehalten. Es war tragisch. Ich akzeptierte Joes Interesse an paranormalen Phänomenen, aber ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, ihm zu sagen, dass ich an Feen glaube. Joe schrieb nach seinem Wiederauftauchen ein Buch mit dem Titel Der Fall der Cottingley-Feen, woraufhin er 1997 als Berater für den Film Fairy Tale, auf Deutsch Märchen, mitwirkte. Joes Tochter Jane glaubt, dass die Nahtoderfahrungen ihres Vaters als Bomberkommando-Navigator im Weltkrieg seine Ideen beeinflussten. Er war 19 Jahre alt, wurde nachts beschossen und er glaubte, etwas würde ihn beschützen und ihn vor dem Tod bewahren. Papa litt unter posttraumatischem Stress und entwickelte in der Folge eine überlebensgroße Persönlichkeit, um damit umzugehen. Joes Vater, Janes Großvater, war im Ersten Weltkrieg gewesen und seine Aufgabe war es, die Gliedmaßen von toten Soldaten zusammenzusetzen. Janes Vater wuchs in einem strengen Haushalt auf, mit düsteren Berichten. Als Joe in der Fernsehsendung The Big Breakfast als weltweit führender Experte für Feen auftrat, befürchtete Jane, dass er sich lächerlich machen würde, aber er sagte da nur ganz schlicht: Es geht nicht darum, ob du an Feen glaubst, sondern darum, ob sie an dich glauben. Er wurde daraufhin von vielen Leuten kontaktiert, die glaubten, Feen gesehen zu haben. Jane drückte sich klar aus, als sie mit 45 Jahren ein Interview gab, das ich hier zusammenfasse in ihren Worten. Die Leute denken, dass die Cottingley-Feen eine nette Geschichte von 2 kleinen Mädchen ist, aber sie hatte einen großen Einfluss auf unser Leben. Es war wie ein Fluch.
Elsie und Frances schafften ein Netz von Lügen. Auch wenn sie tatsächlich Feen zu sehen glaubten, war es unentschuldbar, dass sie die Täuschung als erwachsene Frauen fortsetzten, obwohl sie mehrere Gelegenheiten hatten zu gestehen. Sie hätten ihr Geheimnis mit ins Grab nehmen sollen. Dann wäre es eines dieser großen Rätsel geworden, wie das Ungeheuer von Loch Ness. Aber als Papa herausfand, dass er betrogen worden war, schien uns, dass er eine Art Zusammenbruch erlitt. Er starb mittellos und hinterließ nichts. Ich möchte, dass die Welt erfährt, dass mein Vater ein guter Mensch war. Papa war ein wunderbarer Mann und ein großartiger Vater. Seine einzige Schwäche war, dass er zu vertrauensvoll war. In seinem Bemühen, seinen Glauben an das Übernatürliche zu rechtfertigen, trug Doyle mehr zur Erklärung des menschlichen Bedürfnisses nach Fiktion bei, als ihm bewusst war. Der Cottingley-Schwindel von 1917 ist ein Beispiel dafür, wie kluge Menschen die Kontrolle über die Wahrheit verlieren. Anfänglich war die Presse skeptisch. In einem Leitartikel hieß es, dass die Fotografien nicht erklärt werden könnten durch ein Wissen über okkulte Phänomene, sondern durch ein Wissen über Kinder. Doch während und nach dem Ersten Weltkrieg gewannen Spiritismus und Mystizismus einen massiv zunehmenden Einfluss auf die trauernde britische Öffentlichkeit. Die Feenbilder resonierten bei vielen Menschen, die an eine bessere Welt glauben wollten und an die Möglichkeit, dass wir mit ihr kommunizieren könnten. Stell dir diese Situation vor, in 1917, als Frauen und Kinder wenig Rechte hatten. Ein berühmter Mann, Doyle, veröffentlicht einen Artikel über Fotos ohne dein Dazutun und schickt dann einen anderen prominenten Gardner, dich zu besuchen. Stell dir vor, du hättest eine kleine Lüge erzählt, eine Geschichte, die als Scherz oder als Tagtraum begann. Und plötzlich gewinnt dieser Scherz an eine Eigendynamik, die größer ist als du selbst. Ein Fremder kommt mit 2 Kameras zu dir nach Hause und sagt: Kein Druck, liebe Kinder, aber wir würden uns zu Tode freuen, wenn ihr uns noch ein paar Aufnahmen von diesen Feen machen könntet. Die ganze Welt wartet darauf. Gibst du es dann zu und machst dich und alle anderen zum Narren, oder tust du das, was alle offensichtlich von dir wollen, nämlich zum Bach runterlaufen und noch mehr Fotos schießen? Es ist eben, wie es die US-Autorin Rosa Lister beschreibt: Wenn man eine Lüge erzählt, muss man danach oft eine weitere erzählen, um den Schein zu wahren. Plötzlich ist es zu spät zuzugeben, was man sich ausgedacht hat, und so lügt man einfach weiter. Damit ist das Problem nicht mehr der ursprüngliche Akt der Täuschung, sondern die Tatsache, dass man so lange gelogen hat. Jahre über Jahre. Vielleicht fängt man an, die Lüge selbst zu glauben, damit man nicht vom eigenen Gewissen eingeholt wird. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, als ich die Nachrichten sah und beobachtete, wie die Menschen in meinem Fernseher lügen. Und ich fragte mich, ob sie überhaupt wissen, dass sie lügen, während der Einsatz höher und höher und höher wird. Wenn du jetzt auch noch erfahren möchtest, warum wir glauben, was wir glauben, dann kannst du gleich weiterfahren mit Teil 3. Vielen Dank.